Hallo Leute und willkommen zur 10. regulären Folge vom Waldorfsalat. Wir hatten ja bisher in den Folgen die verschiedenen Aspekte der Anthroposophie schon etwas thematisiert, zum Beispiel die Waldorfpädagogik, die biodynamische Landwirtschaft rund um Demeter oder auch die anthroposophische Medizin. Heute geht es zum ersten Mal um die anthroposophische Kirche, die sogenannte Christengemeinschaft. Diese wurde vor über 100 Jahren nach Anregung von Rudolf Steiner gegründet. Zu Gast haben wir heute Fabian Meisenhölder. Er ist evangelischer Theologe und Pfarrer und zudem Experte für religiöse Sondergemeinschaften, die er regelmäßig in seinem Sekta-Podcast behandelt. Aus dem Team können Emma und Sarah berichten, welche Rolle das an der Waldorfschule gespielt hat und was das für sie letztendlich bedeutet hat. Und bevor es jetzt gleich losgeht mit dem kritischen Blick auf die Christengemeinschaft, nochmal der Hinweis: In den Shownotes findet ihr einige Inhaltswarnungen und Kapitelmarken. Da lohnt es sich auf jeden Fall schon mal vorbeizuschauen. Und jetzt geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Waldorfsalat, dem kritischen Podcast über Anthroposophie. Im Team Waldorfsalat haben sich ja ehemalige WaldorfschülerInnen und andere Menschen zusammengefunden, die mit der esoterischen Weltanschauung Rudolf Steiners aufgewachsen sind. Und auch in dieser Folge sind wieder 2 von uns als Expertinnen dabei. Und gehen soll es heute um die Christengemeinschaft. Im Studio bei uns sind aus dem Team Waldorfsalat die Emma und die Sarah sowie an der Technik wie immer der Steffen. Hallo Leute. Hallo Olli. Ganz kurze Einordnung. Emma, was hast du mit der Christengemeinschaft zu tun? Ja, die Christengemeinschaft, das ist die Religion, die ich in der Schule kennengelernt habe. Meine Eltern haben den Religionsunterricht der Christengemeinschaft für mich ausgesucht und ich wurde da konfirmiert und habe bis in mein junges Erwachsenenalter noch in der Christengemeinschaft mitgearbeitet. Das kann ich ja vielleicht später noch genauer erzählen. Okay, sehr intensive Erfahrung. Und die Sarah hat auch einen Bezug dazu. Ja, hallo. Ich war selbst auch in der Christengemeinschaft Mitglied als Kind. Oder meine Mutter war Mitglied. Ich habe es über die Schule als Religionsunterricht gehabt und bin aber zur Konfirmation ausgetreten selbst. Ich wollte nicht in der Christengemeinschaft konfirmiert werden. Ah, okay. Auch spannend. Ja, und wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, am Mikrofon bin ich, Oliver Rautenberg, der Anthroblogger. Und bei uns im Waldorfsalat-Studio ist heute ein ganz toller Gast, auf den wir uns freuen, der Fabian Meisenhölder, ein Journalist und evangelischer Theologe und nicht zuletzt auch der Mensch hinter dem Sekta-Podcast, dem Podcast über sogenannte Sekten und neureligiöse Bewegungen. Grüß dich, Fabian, schön, dass du da bist. Hallo in die Runde. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Prima, dass es geklappt hat. Ja, da haben wir gerade ein ganz gutes Expertenteam und damit ihr richtig eingestimmt werdet auf das Thema Christengemeinschaft, lese ich wie immer zuerst ein Zitat vor und wir nennen das aus dem Zusammenhang gerissene Zitat. Der Christus Jesus hat unter Pontius Pilatus den Kreuzestod erlitten und ist in das Grab der Erde versenkt worden. Im Tode wurde er der Beistand der verstorbenen Seelen, die ihr göttliches Sein verloren hatten. Dann überwand er den Tod nach 3 Tagen. Er ist seit dieser Zeit der Herr der Himmelskräfte auf Erden und lebt als Vollführer der väterlichen Taten des Weltengrundes. Er wird einst sich vereinen zum Weltenfortgang mit denen, die er durch ihr Verhalten dem Tode der Materie entreißen kann. Das ist aus dem Glaubensgemeinschaft der Christengemeinschaft. So, lieber Fabian, jetzt habe ich dich gleich überfallen mit einem sprachlichen Kunstwerk, was vielleicht gar nicht so schnell zu verstehen ist, aber vielleicht so ein paar Schlagworte für dich als Diplom-Theologen sind da sicherlich bei. Ein Glaubensbekenntnis. Und es geht irgendwie um Christus. Und der sucht sich aus, wer durch sein Verhalten besonders ihm gefallen hat, in der Materie zu entreißen. So habe ich das jetzt verstanden. Ich dachte, wir kommen alle in den Himmel. Warum denn jetzt nur so ein paar Handgepickte? Naja, also das ist eine gute Frage, die wahrscheinlich auch jeder unterschiedlich antworten würde. Also auch wenn du unter evangelischen Christen oder katholischen fragen würdest, würde wahrscheinlich nicht jeder sagen, es kommen alle in den Himmel. Also das ist ein heißes Eisen, sage ich mal. Ja, das stimmt. Genau.
Ich fand es spannend, dass du das Zitat rausgesucht hast, weil es ja genau aus dem Glaubensbekenntnis der Christengemeinschaft stammt und schon so ein paar Dinge da drinstecken für mich, finde ich, die schon auch so ein bisschen zeigen, woher die Christengemeinschaft kommt und was ihr Anliegen ist. So. Also zum einen merkt man, wenn man sich das ganze Glaubensbekenntnis durchliest der Christengemeinschaft, dass es relativ parallel zu dem apostolischen Glaubensbekenntnis aufgebaut ist, das man aus der evangelischen und auch der katholischen Kirche kennt. Also ich glaube in Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und so weiter, wie es dann weitergeht. Und das findet seine Entsprechung tatsächlich relativ genau in den Formulierungen hier, aber spannenderweise eben sehr anthroposophisch aufgeladen oder sehr esoterisch aufgeladen, sage ich mal. Und wo es mir am deutlichsten hervorsticht, ist diese Vorstellung, finde ich, und wo es sich auch sehr deutlich unterscheidet von den christlichen Kirchen, also ich weiß nicht, wie weit wir da nachher noch drauf eingehen werden, aber so vielleicht als Einstieg mal, ist diese Formulierung, in Jesus trat der Christus als Mensch in die Erdenwelt. Also, dass quasi zwischen Jesus und Christus unterschieden wird und gesagt wird, Christus ist so eine Wesenheit quasi, eine übernatürliche Wesenheit, die in einen Menschen hineingeht, in eine Hülle sozusagen. Das Wort kommt ja nachher auch nochmal vor. Da heißt es dann, zur Hülle des Christus wird Jesus bereitet. Also das quasi der leibliche Jesus, der auf der Erde war, eine Hülle ist für so eine Wesenheit, die da drüber steht. Und das finde ich ist schon sehr bezeichnend und eine sehr klare Vorstellung, die dahinter steht, die auch diesen Inkarnationsgedanken mit transportiert. Genau. Da sind wir schon fast in der Materie drin. Vielleicht für die unbefleckten ZuhörerInnen sollten wir gleich nochmal kurz drauf eingehen. Was ist die Christengemeinschaft? Und ich stimme dir aber natürlich sehr zu. Da ist das Anthroposophensprech ist da drin, die Himmelskräfte und der Weltenvorgang. Und so war es auch, glaube ich, gewünscht, dass man nicht nur eine alternative Kirche erschafft neben den großen Kirchen, sondern dass man dort auch eine alternative Sprache verwendet, die sich unterscheidet von denen zumindest der beiden großen Kirchen. Jetzt reden wir über die Christengemeinschaft. Was ist das? Ich fange mal ganz laienhaft an. Die Christengemeinschaft ist eine christliche Kirche, die der Anthroposophie nahesteht, der esoterischen Weltanschauung des Rudolf Steiners, und nennt sich selber Bewegung für religiöse Erneuerung. Und wie so vieles ganz großer Ansatz, und wie so vieles in der Anthroposophie geht sie auf Anregung von Rudolf Steiner zurück, der diesen Kultus quasi entworfen hat, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und dann wurde 1922 in Dornach, quasi dem Anthroposophie-Hauptquartier in der Schweiz, von einer Gruppe von Theologen und Pfarrern, überwiegend evangelischer Herkunft, wurde dann die Christengemeinschaft, wie als anthroposophische Kirche gegründet. Ich hoffe, keiner widerspricht mir. Habe ich das richtig aufgesagt? Die Christengemeinschaft selbst würde sagen, Rudolf Steiner hat das nicht erfunden, sondern er hat es geschaut aus dieser natürlich Akasha-Chronik. Natürlich, so wie er alles geschaut hat. Er hat's geschaut. Richtig. Ja, ich finde, das ist ist für das Selbstverständnis immer ganz wichtig, weil natürlich die Christengemeinschaft davon ausgeht, dass alles, was Steiner offenbart hat, dass dieser Kultus jetzt nicht irgendwie erdacht ist, sondern dass das Teil eines größeren Ganzen ist. Ja. Und letztlich ist das auch wichtig, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel die Christengemeinschaft die Bibel versteht. Das ist ja alles die Prämisse, die dahinter steht. Die Bibel ist auch ein Teil dieser größeren Offenbarung, beziehungsweise muss mit dieser Brille gelesen werden, die Steiner da aufgesetzt hat. Also ich würde dir natürlich faktisch zustimmen, er hat sich's ausgedacht, oder? Aber ich glaube, es ist schon auch ganz wertvoll oder ganz wichtig fürs Selbstverständnis mal, das klar zu kriegen sozusagen. Ja, Rudolf Steiner war selbsternannter Hellseher. Er glaubte, in höheren Welten zu schauen und dort seine Erkenntnisse zu beziehen. Die konkreten Quellen wollte er immer nicht so gerne nennen dafür. Aber das ist auf jeden Fall erstmal der Hintergrund. Dann haben wir mit der Person eines Friedrich Rittelmeyers eine ganz wichtige Person dieser anthroposophischen Kirche, und der war ursprünglich evangelischer Theologe und wurde dann der erste Führer dieser Kirche quasi, der Christengemeinschaft. Und bei den Anthroposophen heißt das, er ist der Erzoberlenker, der natürlich wirkt in einem Kreis von 7 mächtigen Menschen, 7 mächtigen Männern, soweit mir das bekannt ist, waren niemals Frauen zuvor. Und da haben wir wieder die magische 7 und die starke Lenkerfigur. Das deutet ja schon so auf Anthroposophie hin. Und wir haben gerade gehört, was
Reinkarnation und Kirche, Moment. Also Reinkarnation und Karma aus dem Buddhismus und dem Hinduismus und der Anthroposophie finden ihren Weg in eine christliche Kirche nach Steiner. Ist das vielleicht der Hauptgrund, warum die evangelische und die römisch-katholische Kirche die Christengemeinschaft nicht anerkennen wollen, sondern als Sekte einstufen? Da stellst du gleich eine Frage. Also es ist sicherlich ein Grund, dass man die Christengemeinschaft, dass man Probleme hat, die als christlich anzuerkennen. Ich bin sehr vorsichtig mit dem Sektenbegriff. Wer meinen Podcast hört, heißt sogenannte Sekten, ja. Genau, und ich habe noch keinen Vertreter der evangelischen oder katholischen Kirche gehört, der die Christengemeinschaft als Sekte in dem Sinne einstuft, weil Sekte ist, da schwingt immer gleich sehr viel mit, sehr viel Problematisches, deswegen lehnt man den Begriff auch heutzutage ab, im Großen und Ganzen so in der Religionswissenschaft vor allem. Es ist sicher in dem Sinne eine Sekte, wenn man sich aufs Wort bezieht und sagt, dass Sekte für Abspaltung oder so stehen kann, dann ja. Aber bei Sekte schwingen eben so viele problematischen Dinge mit. Gehirnwäsche, sage ich mal auch ganz platt, ist auch so ein Begriff, den man eigentlich nicht benutzen sollte. Oder irgendwie so eine abgeschlossene Gruppe, irgendwie ein exklusivistisches Verständnis. Also, dass man sagt, wir sind die Einzigen, die auf dem richtigen Weg sind und alle anderen fahren in die Hölle. Also mal ganz platt formuliert. Das sind so Wesensmerkmale von sogenannten Sekten oder von Gruppen, die man als in diese Ecke schiebt. Und da, finde ich, trifft bei der Christengemeinschaft auch nicht alles zu, muss man, glaube ich, sagen. Also da kann man drüber diskutieren, was da zutrifft oder nicht. Aber ich wäre vorsichtig, das jetzt als Sekte zu bezeichnen. Und ich glaube, wie gesagt, ich habe noch keinen gehört, der das so in dem Sinne macht. Aber natürlich im Sinne von einer Abspaltung, also dass es eine Muttergemeinschaft gibt, in dem Fall jetzt vor allem die evangelische Kirche, weil es hauptsächlich evangelische Theologen waren, aus der sich dann das herausentwickelt hat, die dann auf Steiner ja zugegangen sind, der dann diesen Kultus da offenbart hat, ja. Okay. Und das ist sicherlich, also deine Frage, ich schweife schon wieder ab. Deine Ursprungsfrage war ja, ist das so diese Inkarnation und Karma-Gedanken, ist das ein Hauptgrund, dass man so Schwierigkeiten hat mit der Christengemeinschaft aus christlicher Sicht? Ich würde sagen, ja, das ist sicher einer der Hauptgründe. Es gibt allerdings noch mehrere. Also zum Beispiel, dass man das Taufverständnis nicht so richtig teilt, beziehungsweise sagt, und das ist theologisch immer sehr, sehr wichtig, wenn man sich so anguckt, wen lehnt denn die Kirche als christlich ab oder als nicht christlich ab, dann guckt man immer relativ schnell auf, wie taufen die denn? Und machen die das richtig? So, das ist so ein Marker. Und da sagt man bei der Christengemeinschaft eben, viele sagen, nee, das passt nicht so. Dass die mit Wasser, Asche und Salz zum Beispiel taufen und dass diese Taufformel eben nicht die trinitarische Taufformel ist. Also das sind so manchmal auch Spitzfindigkeiten, beziehungsweise wo man dann so einen Marker setzt. Jetzt ist man relativ schnell tief im Thema, wie ich feststelle. Wir können wahrscheinlich heute auch gar nicht auf alle Details eingehen. Also es gibt natürlich Unterschiede und zwischen der Christengemeinschaft, dem, was die glaubt und was in der Anthroposophie geglaubt wird, obwohl da bestimmt große Überschneidungen sind. Dann gibt's auch noch die Rosenkreuzer, die damit verwandt sind oder in Teilbereichen Überschneidungen haben. Es gibt auch in der Anthroposophie eine Uneinigkeit, wie die Christengemeinschaft denn zu sehen ist oder zu bewerten ist. Das ist alles richtig schwierig und komplex. Aber für uns als Waldorflastiger Podcast ist natürlich spannend, was macht das mit der Waldorfschule? Warum gibt es da einen Christengemeinschaft-Unterricht oder wer nimmt daran teil? Was unterscheidet den von anderem Rallye-Unterricht? Das wäre nochmal spannend. Und da würde ich gerne mal unsere Expertinnen fragen. Ihr hattet doch bestimmt die Wahl, zu welchem Unterricht ihr gehen könnt, oder? Also persönlich jetzt nicht. Das wurde wurde von meinen Eltern gewählt. Ja, aber man in Anführungszeichen hatte die Wahl. Genau, man hatte die Wahl. Soweit ich mich erinnere, wurde vielleicht Ende der 1. Klasse auf einem Elternabend vorgestellt, welche Wahl es denn gibt. Und es gab 4 Dinge, nämlich Christengemeinschaft, evangelischer, katholischer Religionsunterricht und der sogenannte freichristliche Religionsunterricht, wo dann gesagt wurde, das ist so sehr offen, das ist eigentlich für alle Kinder, die keine richtige Religionszugehörigkeit haben oder auch die muslimischen Kinder können da hingehen. Da reden wir mehr so über alle möglichen Weltreligionen. Dass das auch eigentlich anthroposophisches Christentum ist mir jetzt erst im Nachhinein bewusst geworden. Und das waren aber die 4 Fächer, die es da gab. Ja,
andere Wahl gab es gar nicht. Also bei mir hat meine Mutter eben ausgewählt den Christengemeinschaftsunterricht. Ich war nicht begeistert davon, denn wir haben direkt gegenüber von einer kleinen evangelischen Kirche gewohnt. Das war unsere Gemeinde und ich war sehr gut befreundet mit der Tochter des Pfarrers und ihrem großen Bruder. Und wir haben viel miteinander gespielt und ich wollte eigentlich in der Kirche bleiben. Und das war für mich eigentlich sowas, ich habe es überhaupt nicht eingesehen, warum ich da jetzt auf einmal zu einer anderen Kirche gehen muss. Hat aber glücklicherweise der Freundschaft keinen Abbruch. Das ist schon mal gut. Aber ich höre das so raus, als würden die Eltern vielleicht gar nicht so richtig informiert, was hinter dem freichristlichen Unterricht steckt. Und der wird dann angepriesen, habe ich gelesen, als frei und offen, generisch christlich und kindgerecht, offen für alle Religionen. Also das wäre fast so, als hätten die einen ganz tollen Ethikunterricht an der Waldorfschule, wo man dann prima was über alle Weltreligionen erfahren kann und dann quasi ganzheitlich sich informieren kann, Sarah. Nee, ich glaube, offen für alle Religionen heißt in dem Fall, es dürfen alle Religionen zu uns kommen, wir haben das ja nicht verboten, aber hier kriegt ihr jetzt das Richtige zu hören, nämlich die anthroposophische Christusgeschichte. Also wirklich offen für irgendwelche anderen Religionen. Ja, andere Religionen, Kinder mit anderen Religionen durften in diesen Unterricht kommen. So war er natürlich schon offen, so gesehen. Was da ja auch dazugehörte, ich weiß nicht, ob das an wirklich allen Schulen ist, ich glaube nicht, aber bei uns gab es das schon, eine Art Gottesdienst für den freichristlichen Religionsunterricht, der in der Schule dann stattfindet, samstags, und der auch dem Kindergottesdienst der Christengemeinschaft relativ ähnlich ist. Und da gibt's da auch sowas wie eine Konfirmation, parallel zu der Konfirmation in der Christengemeinschaft. Zur Sicherheit. Nochmal oben drauf die erweiterte Konfirmation. Ein bisschen wie die erweiterte Medizin, die dann auch nochmal was extra macht, was die anderen nicht machen. Nee, das war für alle. Das müssen alle machen. Die Konfirmation, das war für alle, die eben diesen freien christlichen Unterricht besucht haben, nicht für die Christengemeinschaftskinder. Okay. Ich wollte nur fragen, was dann das Verständnis dieser Konfirmation war. Könnt ihr dazu was sagen oder wisst ihr das nicht? Also was war da der Hintergrund, warum man das gemacht hat? Ich kann dazu nichts sagen, weil ich das nicht selber besucht habe und auch da tatsächlich niemand kannte zu dem Zeitpunkt. Jugendweihe hieß das, genau, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja, und mir wurde es immer so ein bisschen, und das habe ich auch eben lange geglaubt, so erzählt als, das ist eben, damit die auch was haben. Das ist jetzt nicht so tief religiös. Es ist mehr so, um den Übergang ins Jugendalter zu markieren, so ein Ritus. Ja. Ja, das kenne ich tatsächlich aus dem nichtkirchlichen Osten zum Beispiel in Deutschland. Da gibt's auch die Jugendweihe, die parallel zur Konfirmation, damit man eben auch so ein Fest hat sozusagen, das nicht kirchlich geprägt ist, ja. Ja, ich hatte 2 Freunde, die diesen Religionsunterricht besucht haben. Die waren eigentlich Juden und haben aber diese komische Konfirmation dann auch gar nicht gemacht. Also das war offensichtlich möglich, dass man diesen Unterricht besucht, aber das dann nicht macht. Okay. Also es gibt also die Auswahlmöglichkeiten theoretisch zwischen den Prägungen dann im Religionsunterricht. Könnt ihr abschätzen, wie viel der Kinder in den Christengemeinschaftsunterricht gegangen sind und wie viel in den anderen Unterricht? Bei uns war es ungefähr die Hälfte im Christengemeinschaftsunterricht. Interessant. Also bei uns war es deutlich weniger. Das war schon eine Minderheit. Ich glaube, in der Oberstufe waren wir noch knapp 10 Kinder, Jugendliche in der Christengemeinschaft. Die meisten waren dann doch in einer der anderen 3 Gruppen. Ja, bei uns gab's den katholischen, glaube ich, da waren 4 Kinder und im evangelischen um die 10. Und der Großteil war in der Christengemeinschaft tatsächlich bei uns, zumindest im Religionsunterricht. Ja, es sind gar nicht so wenige, glaube ich. Ich meine, das aus der Studie Bildungserfahrung an Waldorfschulen entnommen zu haben, dass es deutlich über 20% sind im Schnitt der Waldorfkinder, die auch zur Christengemeinschaft gehen. Das ist ja nicht wenig unbedingt. Also ich glaube, beim Gottesdienst habe ich die nicht alle gesehen, die bei mir im Religionsunterricht waren. Haben die geschwänzt? Das ist aber nicht gut. Ja. Na, das muss man schon noch das mal hängt ja wahrscheinlich auch davon unterscheiden. ab, welche Konfession eure Eltern oder die Eltern jeweils haben, oder? Denn ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt war, aber... Ja, meine Mutter hat ja die
christengemeinschaftliche Konfession dann auch angenommen, ist ja eingetreten in die Christengemeinschaft. Und wir waren auch sonntags in der Kirche. Aber ich glaube, das ist so wie in anderen Religionen halt auch. Es gibt halt Leute, die sonntags in die Kirche gehen und dann gibt es den Großteil, der das nicht tut, aber sich trotzdem irgendwie zugehörig fühlt. Genau, also anders als beim freichristlichen Unterricht findet der Gottesdienst der Christengemeinschaft eben wirklich dann auch außerhalb der Schule statt, in der Christengemeinschaft, in der Kirche, sonntags. Das war bei uns auch ein deutliches Stück weiter weg. Ich bin da auch hin und habe mich von meinen Eltern da jeden Sonntagmorgen hinfahren lassen, eine Zeit lang, weil ich das so mochte. Meine Eltern selbst waren aus der katholischen Kirche ausgetreten nach meiner Geburt und waren so ein bisschen auf der Suche nach einer Alternative. Und ich glaube, deswegen hat sich das für die auch so gut angehört. Eine Alternativkirche. Habe ich das richtig verstanden, dass du von montags bis freitags auf die Waldorfschule gegangen bist und samstags zum Rallye-Unterricht der Anthroposophen und sonntags in die Kirche der Anthroposophen? Oder? Nee, der Rallye-Unterricht fand während der Woche innerhalb des Schulplans statt und der Gottesdienst am Sonntag. Würde schon sagen, das ist aber viel Hingabe. Genau, war bei uns auch so. Wir haben Montag bis Samstag Schule gehabt, da gab's Rallye-Unterricht, so wie an anderen Schulen auch. Ja. Und sonntags dann halt Kirche. Für mich ist das so ein interessanter Aspekt, weil man kann ja sein ganzes Leben innerhalb der anthroposophischen Blase verbringen. Vom Kindergarten über die Waldorfschule, über die anthroposophische Hochschule oder Universität, dann rein in die Institutionen oder in das große Netzwerk der Anthroposophie. Du kannst dich Demeter ernähren und zum Antro-Alternativmediziner gehen und kannst auch noch in Steiners Kirche gehen. Also irgendwie hat die Anthroposophie jetzt auf alles eine Antwort und eine alternative Version fast schon davon. Da würde mich interessieren, wie ist es so als Selbstverständnis eines Kindes, das so eine Ausnahmereligion hat oder so eine, einen seltenen Glauben vertritt? Ist das cool oder ist das schwierig oder ist es einfach normal, weil das in eurem Umfeld so war? Das war normal. Das war normal, weil der Hauptteil meiner Freunde war Waldorfschule, waren meine Waldorf-Kollegen und wir waren in der Christengemeinschaft, wir sind gemeinsam im Religionsunterricht gesessen, einen Teil habe ich sonntags in der Kirche gesehen. Also das war irgendwie, das ist mir gar nicht so vorgekommen, als wäre ich da in einer kleinen Religion oder in einer seltsamen Religionsgemeinde. Das ist mir erst viel später aufgefallen. Okay. Also der Kontakt nach außen, den ich hatte, war eben tatsächlich diese Tochter des Pfarrers. Und ja, das war für uns halt, wir hatten irgendwie eine unterschiedliche Religion, das hat keine Rolle gespielt. Also hat sich auch keiner besser gefühlt als der andere. Okay. Also, ich weiß nicht, ob sie das getan hat, ich hoffe. Okay. Ich denke, wahrscheinlich nimmt man es ja auch gar nicht so richtig, in vielen Teilen auch gar nicht so richtig wahr. Also wenn man mal, könnte ich mir vorstellen, weil wenn man, also so ist zum Beispiel evangelisch-katholisch ja auch so, wenn du die Leute fragst, was ist denn da der Unterschied? Da können dir 80% der Leute wahrscheinlich nicht genau sagen, was jetzt der Unterschied zwischen evangelisch und katholisch ist. Also mir war schon relativ bewusst, dass das irgendwie eine komische Religion ist, weil meine Eltern das auch gespiegelt haben. Die saßen ja dann als Eltern in der Kinderhandlung mit drin und haben zugeschaut. Und die fanden das zum Beispiel relativ komisch oder denen ist das auch ein bisschen aufgestoßen, glaube ich, dass es so sehr, sehr rituell ist und die Sprache und es ist überhaupt nicht kindgerecht. Also man versteht eigentlich als Kind das nicht, was da geredet wird und soll das, glaube ich, auch nicht verstehen. Und dann wirkt das halt und alles ist, also die Gesten sind immer gleich, die Worte sind immer gleich und das war mir schon klar, dass das anderswo nicht so ist. Ich hatte auch eine evangelische gute Freundin, deren Vater Pfarrer war. Und wenn ich da so mitsaß, ich fand das Wahnsinn, wie offen und frei der da so seine Predigten gehalten hat. Das hätte ich mir in der Christengemeinschaft niemals vorstellen können. Okay. Und das war mir schon irgendwie klar. Und dann fand ich das aber irgendwie auch als Kind alles schön und dachte eben, das ist auch richtig so. So gehört's. Also ich mag dazu noch sagen, meine Mutter ist zwar ursprünglicherweise Protestantin gewesen, aber sie hat gemeint, sie hat immer bei den Protestanten in der evangelischen Kirche diesen Ritus vermisst und sie hat auch sehr hinterhergetrauert der Tatsache, dass die katholischen Messen nicht mehr auf Latein gelesen werden. Und die hat sich natürlich in der Christengemeinschaft mit diesem strengen Ritus sehr wohl gefühlt. Und ich glaube, das war für sie ein wirklich großer Anziehungspunkt und ein Alleinstellungsmerkmal und ein Grund, dorthin zu gehen.
ist interessant, weil das ist ja tatsächlich auch so aus dem Eigenverständnis heraus so ein bisschen das Besondere der Christengemeinschaft, die so sagen, dieser Kultus, der ist ja von Steiner geschaut worden, erdacht worden. Und das ist so, hat ja tatsächlich auch so ein, steht ja neben der Bibel als Offenbarungsrang. Also es hat ja tatsächlich diesen Charakter auch und darf nicht verändert werden. Also das finde ich auch ganz spannend, weil man sich so als im Selbstverständnis ja als religiöse Erneuerer. Religiöse Erneuerungsbewegung genau. versteht, genau, die so die evangelische katholische Kirche auch ja nicht ablösen, aber weiterführen und erneuern will. Aber dann hat man diesen Offenbarungskultus von Steiner von vor jetzt 100 Jahren ziemlich genau, der sich halt einfach gar nicht verändert. So viel zum Thema Erneuerung. Ja. Und interessant ist ja auch, wenn man so auf die, also Selbstanspruch mit der Wirklichkeit vergleicht. Die Christengemeinschaft irgendwie so roundabout zwischen 25.000 und 35.000 Mitglieder weltweit. Ich glaube, ganz genaue Zahl gibt's ja wahrscheinlich nicht. Ja. Also wenn man sich anguckt, wo die Erneuerung jetzt mal im christlichen Kontext geschieht, dann sind das andere Bereiche. Dann ist das eher so pfingstlich charismatisch in anderen Teilen der Erde, wo da viel sich tut und viel entwickelt. Aber Christengemeinschaft seit 100 Jahren so stabil. Also halt natürlich ein bisschen gewachsen, aber jetzt nicht so diese Massenbewegung geworden. Das zieht sich ja so ein bisschen durch die Anthroposophie auch, wie bei der Waldorfpädagogik, die was ganz Neues und eine revolutionäre Reformpädagogik sein möchte, sich aber quasi seit 100 Jahren auch nicht im Wesentlichen weiterentwickelt und schon damals nicht auf Stand der Zeit war. Trotzdem glaubt man kann alles ganz anders machen. Jetzt ja, wir haben von Kultushandlung gehört und das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich muss bekennen, dass ich leidenschaftlicher Atheist bin und mir religiöse Rituale ohnehin nicht ganz geheuer sind, aber diese stark Durchritualisierung, die ist ja besonders auffällig in der Christengemeinschaft. Also auch pompöse Kirchen mit den entsprechenden ätherischen Farbgebungen, dann Erzoberlenker, das System der magischen 7 dann wieder und man hat ganz, ganz ausgefeilte kultische Handlungen. Jetzt habe ich gehört von der Kinderhandlung. Was macht man denn bitte schön bei einer Kinderhandlung? Also, vielleicht können wir das mal ein bisschen erzählen. Die heißt Sonntagshandlung für mich. Ich weiß nicht, ob es da eine Einigkeit gibt oder nicht, aber ja, ist richtig. Das fängt so an, dass man sich da in der Kirche einfindet und in so einem Vorraum zum eigentlichen Kirchenraum erstmal warten muss in der Gruppe und natürlich still sein. Und dann tritt man so in diesen Raum ein, immer 2 Kinder auf einmal. Und da stehen so 2 Menschen an der Tür, die geben jedem Kind die Hand und dann sagen sie, du weißt, du gehst zu der Handlung, die deine Seele erheben soll, zu dem Geiste der Welt. Und das sagen die zu jedem Kind, also immer 2 gleichzeitig, zu 2 Kindern und halten die Hand und man schaut auch in die Augen, wenn man es schafft. Und also das ist so der Beginn. Okay. Genau. Und du weißt dann schon, jetzt ist was Besonderes. Also das war schon was so ja, super rituell natürlich aber es war schon was du bist jetzt reingegangen und im Prinzip für mich war das die Wache hat mich jetzt reingelassen. Ich bin jetzt das ist was Besonderes. Also für mich waren die 2, also so Anfang Volksschule, war das für mich nicht völlig klar, dass die nicht immer dort stehen. Also, es hat nicht lange gedauert, bis mir das dann irgendwann schon klar war, aber für mich war das die 2 Wächter, die stehen da und die stehen da immer. Also die stehen da auch, wenn da gerade keine Sonntagshandlung ist. Die passen da immer auf, dass da niemand reingeht, der sich nicht zum Geiste der Welt erheben. Ja. Ja, dann sitzen die Eltern im Zuschauerraum und die Kinder stehen dann vor dem Altar in einer Reihe, 2 Reihen, 3 Reihen, je nachdem, wie viele da sind. Da gibt es dann auch so Strategien, wo man sich hinstellt, weil später ist es dann noch relevant. Da muss man nämlich noch was tun. Und vorne eben der Pfarrer, der dann da verschiedene Dinge tut und spricht und so, liest auch immer aus dem Evangelium vor, je nach Jahresabschnitt, in dem man sich gerade befindet, eine andere Geschichte. Und da gibt's eben auch nochmal so einen Moment, wo er dann durch die Reihen geht und auch jedem Kind einzeln die Hand gibt und dann eben sagt, der Gottesgeist wird sein mit dir, wenn du ihn suchest. Und jedes Kind muss sagen, ich will ihn suchen. Das ist das, woran sich, glaube ich, alle Kinder, die in der Christengemeinschaft waren, bis heute im Schlaf noch erinnern können.
ich will ihn suchen. Und für mich war das auch, ich habe das sehr ernst genommen und dachte, okay, ich nehme mir das jetzt vor, ich soll den suchen, wenn ich jetzt rausgehe in meinem Alltag, in meinem Leben, wie auch immer das aussehen soll, weiß ich nicht, aber das mache ich jetzt. So. Okay. Ja, zumindest am Anfang, ich stimme dir völlig zu, zumindest am Anfang war das für mich auch mit einer großen Ernsthaftigkeit verbunden. Es war so ein Auftrag. Das war so, du hast von mir persönlich den Auftrag bekommen, suche den Gottesgeist. Keine Ahnung, was ich mir davon erwartet habe und gefunden habe ich ihn auch nicht, aber. Ja, ich auch nicht. Okay. Und dann ist es quasi wie ein Gottesdienst, aber wie ich gelesen habe, ohne Musik. Ich glaube nicht ganz. Also ich habe hier das ist verschriftlicht eben diese Sonntagshandlung und da steht auch Musik. Ich glaube ganz zum Schluss beim Rausgehen kommt noch mal so Instrumentalbegleitung. Aber es wird jetzt nicht gemeinsam gesungen oder so. Also bei uns wurde tatsächlich gesungen, aber nur ein Lied. Ich kann mich auch an dieses Gesangbuch noch erinnern. Ich weiß nicht, ist das ein Waldorf-Ding, dass diese Sachen immer in Querformat sind? Aber egal. So mit anthroposophisch geschwungenen Formen drauf. Ich glaube mit den 3 Kreuzen oben links im Eck. Aber auf jeden Fall gab's ein Lied und ich weiß, meine Mutter hat irgendwann mal nachgefragt, wie ist das, warum singen wir denn nicht mehr? Und da wurde ihr dann gesagt, dass das eine Selbstüberhöhung gegenüber Gott ist, wenn man eitel seine eigene Stimme hören will. Also keine Ahnung, ob das irgendwas Christengemeinschaftliches war oder ob sich das der Typ gerade einfach aus den Fingern gesaugt hat. Auf jeden Fall hat meine Mutter das ganz schlimm gefunden, dass ihr gesagt wurde, sie darf nicht singen. Mhm. Und Musik vom Band gab es ja wahrscheinlich auch nicht, so wie ich die Technik-Skepsis kenne. Ne, also da muss dann schon live musiziert werden oder man lässt es dann halt gleich ganz. Ja. Und singen sei zu eitel, okay. Ja, es gibt offenbar eine starke Liturgie, es gibt Gewänder, die man trägt, es gibt da auch wieder eine Zuordnung zu den Farben, wie das so üblich ist. Die Taufe ist immer violett und die Trauung immer rot. Beerdigung schwarz, okay, verstehe ich. Und dann gibt es als eine der wichtigsten Handlungen die sogenannten Menschenweihehandlungen. Die Menschenweihehandlungen, die kann man sich so als anthroposophisches Abendmahl wohl vorstellen, ja? Mhm. Da war ich dann nach der Konfirmation auch ein paar Mal und später auch noch als Erwachsene. Ich war auch mal auf einer Christengemeinschaftsbeerdigung, wo das dann auch so ähnlich zum Teil ablief. Ja, und das ist eben auch, das ist der Erwachsenengottesdienst, da gibt es auch ein Abendmahl und ansonsten ist auch das sehr ähnlich ritualisiert und mit schwer durchschaubarer Sprache und eben diesen Gewändern und so weiter. Da gibt es dann auch noch so quasi Messdiener, also noch 2 Menschen, die noch eine Funktion haben, außer dem Pfarrer. Ja, also ich war da ja nun nicht mehr. Aber ich weiß, ich war einmal bei einer Menschenweihehandlung dabei. Ich glaube, das durften wir vor der Konfirmation, einmal zuschauen gehen oder so. Und da habe ich dann auch habe ich natürlich geschaut, wie man eigentlich nicht schauen sollte. Und der Priester dann hier Live Long and Prosper gemacht hat. Darf man da erst ab der Konfirmation hin oder wie? Ja. Okay. Mhm. Und gibt's da eine Predigt dann auch in dem Rahmen oder gibt's sowas da gar nicht? Ich nagel mich nicht drauf fest. Ich würde sagen, nein. Also ich glaube nicht. Okay. Ich habe das nicht so erlebt. Ja, würde ja zum Bild passen. Also zu diesem, dass eben das Erleben und der Ritus, der Kultus mehr bedeutet als das Wort jetzt in dem Fall, um es mal so zu sagen. Also dass es darum geht, das Ganze zu erleben. Ist ja auch die große Stärke von Ritualen, muss man an der Stelle auch mal sagen. Natürlich kann man da auch kritisch sein, aber Rituale haben ja auch einen Effekt und haben ja tatsächlich auch evolutionär bedingt, da habe ich letztens erst ein Buch drüber gelesen, dass die einen ganz, ganz wichtigen Effekt haben, diesen sozialen Zusammenhalt zum Beispiel oder sowas. Also und auch selber einem gut tun können und Halt geben können, ja. Na, und der Oberlenker muss natürlich auch nicht selber überlegen. Und wenn er keine Predigt hält, dann kann er ja auch nicht dem, was Steiner sagt, aus Versehen widersprechen, wenn er jetzt irgendwas nicht mehr ganz im Kopf hat. Ja, ich finde noch einen interessanten Aspekt, dass die Christengemeinschaft gar nicht so auf Geld oder Gemeinde, sagen wir auf Gelder der Gemeinde
angewiesen ist oder das auch ablehnt oder nicht möchte. Ja, es wird ja schnell immer mal der unpassende Vergleich zwischen Scientology und Anthroposophie gezogen und dann heißt es, ach, die wollen nur ihre New Age Religion und wollen da alles verkaufen und so und wollen damit Geld machen. Das sehe ich gar nicht so. Ich denke eher, dass es ihnen wirklich um eine spirituelle Erneuerung geht und die das nicht aus monetären Beweggründen machen. Aber die Christengemeinschaft macht es so, sie finanziert sich über Spenden und nimmt also keine Fees oder keine Gelder auf regelmäßiger Basis von ihren Mitgliedern an. Und da habe ich diesen Satz gefunden auf der Webseite der Christengemeinschaft, der da heißt, frei geschenktes Geld hat die größte Kraft zur Realisierung geistiger Impulse. Also, nur das frei geschenkte Geld macht auch den Geist frei. Also Herr, bitte mit den Zuwendungen. Und, aber freiwillig. Aber bitte freiwillig, ja. Dann ist sie teilweise aber auch als Körperschaft, wie heißt es, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Dankeschön, organisiert und hat darüber, wie man hört, auch eigene Vorteile. Könntest du das erklären, Fabian? Wo soll da der Vorteil sein? Also du hast als Körperschaft des öffentlichen Rechtes, das ist jetzt auf dem kalten Fuß erwischt. Das ist frech von mir, ne? Gesagt. Du kannst solche Dinge wie Kirchensteuern zum Beispiel erheben. Das macht die Christengemeinschaft aber nicht. Genau, das macht sie nicht, richtig. Genau. Aber sonst, du hast halt einen besonderen Status. Aber ehrlich gesagt, tatsächlich, das müsste ich nochmal, was da genau die Vorteile sind. Also vom blank. Kann ich gut verstehen. Ich dachte, du weißt es vielleicht. Ich habe auch nur kurz reingeschaut. Eine Körperschaft öffentlichen Rechts nimmt des Namens nach bereits schon öffentliche Aufgaben wahr. Ja, also wie zum Beispiel, ja, den Zehnten einzutreiben, was sie ja jetzt nicht machen wollen. Finde ich aber trotzdem ganz interessanter Faktoid über eine Glaubensgemeinschaft aus der Anthroposophie. Okay. Ich wollte nur sagen, also Körperschaft des öffentlichen Rechts sind keine so ungewöhnlichen Konstellationen. Es gibt auch einen humanistischen Verband in Hamburg, glaube ich, der auch Körperschaft des öffentlichen. Also das ist einfach eine Rechtsform, die bestimmte Vorteile mit sich bringt, ja, die jeder. Also man muss eine gewisse Konstanz und eine gewisse Größe haben, um diesen Status zu bekommen, damit man das kriegt. Also es gibt Gemeinschaften, die bemühen sich darum, da wird dann gesagt, nee, ihr seid noch nicht groß genug oder das ist einfach nicht stabil genug, eure Mitgliederzahl zum Beispiel, dass ihr das erreicht, ja. Genau. Zur Rolle innerhalb der Anthroposophie kann ich vielleicht noch sagen, auch wenn die Mitgliedschaft jetzt in der Steiner Kirche, sage ich mal, nicht so groß ist, da spricht man wirklich von 20.000 Mitgliedern in Deutschland, eventuell 35.000 weltweit. Es ist aber schwierig zu zählen, weil man dort auch nicht automatisch mit der Taufe in die Gemeinschaft aufgenommen wird, sondern sich frei dazu entscheiden muss als religionsmündiger Mensch. Das ist also wohl ein bisschen schwierig. Das ist prinzipiell richtig. Finde ich auch gut. Die Christengemeinschaft sieht sich selber als großen Teil des anthroposophischen Netzwerkes, sei also insbesondere stark verbunden mit der allgemeinen anthroposophischen Gesellschaft. Aus alter Tradition mit den Verlagshäusern Urachhaus und Freies Geistesleben, die in letzter Zeit auch wegen rechter Publikationen ein bisschen in die Kritik geraten sind. Und man sei auch verbunden mit der Veleda-Gruppe, der GLS Bank, der Software AG, mit Demeter und dem DM-Discounter, mit Hess Natur und Walla Heilmittel und mehreren anthroposophischen Kliniken. Das heißt also überall. Nach neuester Zählung ist es jetzt überall. Ich frage mich manchmal auch, wie die da reinspielen und wie das Gefüge ist. Aber das müssten wir vielleicht jemand fragen, der da direkt an der Schnittstelle sitzt. Mit der Schule kann ich mir jetzt einigermaßen vorstellen. Religionsunterricht, da wird's natürlich klar. Welchen Eindruck jetzt die Christengemeinschaft wirklich bei Demeter macht, da habe ich keine Einblicke. Aber ihr seht, die sind halt sehr, sehr stark in einer gleichen Richtung unterwegs, alle zusammen. Gut, jetzt haben wir eigentlich immer die Frage am Ende, ja, schadet es was? Ist es schlimm? Macht es ein Problem, wenn man eine eigene religiöse Bewegung haben möchte, die anders ist als die Bekannten, mit einer eigenen Sprache, mit eigenen Handlungen, alles einfach irgendwie anders machen? Warum sollen die das nicht einfach machen? Gibt es ein Problem bei der Christengemeinschaft? Fällt euch da spontan was auf? Es ist ein bisschen, ich will es nicht so schwarz-weiß plakativ machen, aber was natürlich passiert,
ist, dass man, also auch in der Christengemeinschaft und in diesem Religionsunterricht ist man mit anthroposophischen Glaubensinhalten konfrontiert und bekommt die halt vermittelt. Ich erinnere mich sehr gut an den Religionsunterricht in der 2. Klasse. Da wurde uns eine Geschichte erzählt, die sozusagen davon handelt, wie eine kleine Seele aus dem Himmel auf die Erde herabsteigt. Und zum Beispiel erstmal von oben runterschaut und sich dann die eigenen Eltern aussucht. Also guckt, ne, wer gefällt mir da? Da möchte ich hin. Ganz klare anthroposophische Vorstellung, dass man sich seine eigenen Eltern aussucht, mit der ich heute große Probleme habe, die mir da vermittelt wurde. Und ich fand das recht schön, so die Vorstellung. Ich habe mir meine Eltern ausgesucht, war schon immer mit denen verbunden. Dann reist diese Seele noch durch die Sphären und trifft verschiedene Erzengel und Engel und durch die Sternzeichen und nimmt sich da verschiedene Sachen mit, bekommt, glaube ich, noch einen Schutzengel und bestimmte Wesensmerkmale und kommt dann so auf die Erde. Und dann gab es noch so einen Punkt auf dieser Reise, wo man vom Wasser des Lebens trinkt. Und da gibt es, glaube ich, so einen Fluss oder Teich und man kann 1, 2 oder 3 Schlucke trinken. Und dann hat der Religionslehrer gesagt, das kann man sehen bei den Kindern, die heute da sind, wer wie viele Schlucke vom Wasser des Lebens getrunken hat. Also sozusagen, wer wie stark inkarniert ist in seinen Körper. Und das 2. Klasse. Und das ist bei mir so gelandet und wie man sieht, bis heute hängen geblieben. Und ja, das ist schon problematisch. Bei mir ist da noch was hängen geblieben, nämlich genau bei diesem Wasser des Lebens. Und das finde ich im Nachhinein jetzt, also ich glaube, das soll eine tröstliche Geschichte sein für Eltern, die ihr Kind verlieren, dass die nämlich zum Wasser des Lebens gehen und aber unterwegs der Krug zerbricht, mit dem sie das Wasser holen sollen. Und die haben sich ihre Eltern schon ausgesucht, aber das sind dann die Kinder, die zum Beispiel während der Schwangerschaft versterben oder Fehlgeburten oder dergleichen. Und dass das wohl eine tröstliche Geschichte sein sollte, dass diese Kinder sich zwar die Eltern ausgesucht haben, aber dann ist ihnen der Becher kaputt gegangen und deswegen kommen sie jetzt nicht. Und für mich war das aber total gruselig als Idee, weil also uns wurde das erzählt. Meine Mutter hatte eine Fehlgeburt, bevor sie mich hatte. Und für die war das auch überhaupt nicht tröstlich, sondern total gruselig, dass man sagt, okay, das Ganze liegt da jetzt irgendwie so in der Hand der Kinder, dass die da auf ihren Becher ordentlich aufpassen. Also für uns war das als Geschichte überhaupt nicht tröstlich, so, ja, dein großer Bruder, den gibt's nicht, weil er ein Tollpatsch ist. Also für mich war das überhaupt keine tröstliche Geschichte, sondern halt so, wieder mal das Individuum schuld, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ja, Fabian hat 1, 2 Mal schmerzhaft gezuckt gerade. Ja. Ja, ich finde, das ist natürlich für mich eine spannende Frage, die du gestellt hast, Oliver, inwieweit das problematisch ist, so eine Gruppe. Das ist ja das, worauf ich mich, wo mein ganzer Podcast sich dreht, sozusagen. Genau. Und deswegen finde ich das auch eine spannende Frage. Und ich würde sagen, also ich würde dem, was Emma jetzt am Anfang gesagt hat, auch total zustimmen, dass ich das eigentlich Problematische, die Anthroposophie dahinter finde. Und sagen wir so, die Anthroposophie mit ihrem Selbstanspruch ja keine Glaube zu sein, sondern eine Geisteswissenschaft zu sein. Und daraus entspinnen sich ja alle Probleme, über die ihr auch im Podcast redet, die dann in der Pädagogik eine Rolle spielen, die bei der Landwirtschaft eine Rolle spielen, die bei der Medizin eine Rolle spielen. Das kommt ja alles aus diesem Grundgedanken her, dass Steiner behauptet, das hat den gleichen Rang wie evidenzbasiert wissenschaftliche Erkenntnis. Und wenn man von vornherein sagt, hier, wir glauben, das ist eine Glaubensgemeinschaft, dann muss man, glaube ich, anders an die Sache rangehen, weil dann ist es klar getrennt irgendwie. Dann habe ich andere Maßstäbe, mit denen ich handeln kann, sozusagen. Also ich würde sagen, Religion hat hat immer positive und negative Aspekte, kann in beide Richtungen positive Auswirkungen haben, es kann aber auch negative Auswirkungen haben. Da müssen wir dann immer jeweils genauer hinschauen. Aber wo es wirklich problematisch wird, und das beobachte ich bei vielen Gruppen, ist eben, wenn diese Offenbarung so hochgestellt wird, dass man quasi das auf eine Ebene mit wissenschaftlicher Erkenntnis stellt und wir sagen, wir müssen jetzt nicht unseren Krebs evidenzbasiert behandeln, wir können den genauso gut mit irgendwelchen Globuli behandeln, um es mal ganz platt zu machen. Das ist das, wo es, glaube ich, dann richtig problematisch wird. Und von daher würde ich auch sagen, da stecken problematische Gedanken drin, die ich auch in der Glaubensgemeinschaft problematisch finde, weil es dann eben auch
psychologische Auswirkungen hat. Das kommt ja dann auch dazu. Das ist ja alles dann deutlich komplexer. Es ist angesprochen worden, also oder sowas wie Inkarnation und Karma, also insbesondere der Karma-Gedanke. Inkarnation kann man ja vielleicht nochmal anders denken, aber Karma-Gedanke finde ich was ich als extrem schwierig finde, weil da so viel mitschwingt, dass man dann Menschen aufgrund von, also gerade in der Esoterik ist es ja ganz groß, aufgrund von früheren Leben das Auswirkungen hat in das jetzige Leben und dann haben die eine Krankheit, das liegt eben daran, dass sie im früheren Leben irgendwie was falsch gemacht haben oder so. Also das finde ich oder einfach weil sie nur 2 Schluck Wasser getrunken haben statt 3. Ja, genau, also Und das sind dann Dinge, wo ich schon sagen würde, das ist jetzt auch unabhängig davon, ob das ein Wissenschaftsrang für sich beansprucht oder ob das nur ein Glaube ist es dann einfach problematisch, weil es auch psychologisch schwierige Auswirkungen auf Menschen hat. Genau. Ja. Wir haben jetzt gerade gehört von dem Menschen von der Christengemeinschaft, der glaubt, er kann dann erkennen, wie die Reinkarnation verlaufen ist bei seinen Schützlingen. Ja. Das erinnert mich daran, wie der Waldorflehrer natürlich auch den Ätherleib oder den Astralleib oder die gesunde Reinkarnation des Kindes festmachen will. Wobei er ja Hinweise hat, wie die Fersen, festes Auftreten zeigt es dann oder die Form des Ohrläppchens zeigt die gesunde Reinkarnation. Auf jeden Fall ist doch schon über ein 6-, 7-jähriges Kind ein Urteil getroffen, was sich in irgendeiner übersinnlichen Erkenntnis manifestiert, die andere halt nicht haben. Und schon hat der Lehrer und schon hat der Priester da irgendwie geurteilt über das Kind, hat es kategorisiert und zwar auf Basis von Dingen, die absolut für Nicht-Eingeweihte nicht nachzuvollziehen sind. Und das fand ich das Schwierige jetzt gerade an dem Beispiel von der Emma. Ja. Ja. Ich habe das auch, ich habe noch eine weitere Anekdote aus der Oberstufe zu dem Punkt Verknüpfung von Religion und Wissenschaft oder Anspruch, eine Wissenschaft zu sein. Ich finde das eigentlich in der Christengemeinschaft noch ein bisschen klarer als in der Anthroposophie allgemein, weil sie ja schon sagen, wir sind eine Kirche. Aber auch da habe ich es erlebt, in der 10. oder 11. Klasse wollte ich ein Referat halten über die Frage, ist Wissenschaft und Religion miteinander vereinbar? Ich glaube auch nicht, dass das ein Zufall ist, dass mich die Frage umgetrieben hat. Die hat mich auch noch im Abitur umgetrieben. In Bio-Abi habe ich selbst da noch drüber gesprochen. Und der Pfarrer hat sich dann Zeit genommen, hat sich einmal alleine mit mir getroffen für mein Referat und mir eigentlich erklärt, wie er das sieht und wieso er das so sieht. Nämlich, dass er denkt, dass es so eine Art Evolution gibt in einer spirituellen Art und Weise und dass das wissenschaftlich sei. Und die Evolution geht eben so, dass sich die Menschen höher entwickeln mit der Zeit und irgendwann zu Gott werden. Und dass quasi der Gott, der jetzt für uns noch in der Zukunft liegt, dann die Welt erschaffen haben wird, um selbst entstanden zu sein. Also Zeit spielt da irgendwie keine Rolle. Das ist ein bisschen Großvaterparadoxon in dieser Geschichte. Genau. Ja. Und das war für ihn aber so der Punkt, wo das wissenschaftlich sein sollte, weil ist ja Evolution und damit war ich damals dann auch zufrieden, habe das so referiert. Meine KlassenkameradInnen haben mich total entsetzt angeguckt und wussten überhaupt nicht, was ich jetzt will und fanden das recht komisch. Ist, glaube ich, auch gut so. Aber ja. Also nach Rudolf Steiner war der Mensch ja schon existent, bevor es die Erde gab in dieser Form. Und ist aus dem Weltenall nach einer Reise über verschiedene Planeten, auf denen er vorher gelebt hat, dann auf die Erde niedergekommen, und zwar auf dem alten Atlantis oder auf der alten Atlantis. So geht's erstmal los mit der Evolutionserzählung eines Rudolf Steiners. Und der ist so ein unkaputtbares Seelenwesen, ne? Das dann immer weiter sich reinkarniert in neue Körperhüllen, abwechselnd als Mann und Frau wiedergeboren wird, allerdings nur 7 Mal kann man das, glaube ich, nur machen. Also es ist alles kompliziert. Und dann natürlich, genau, das, was man mitbringt als Schuld und Sühne aus vergangenen Leben, spielt sich dann direkt, manifestiert sich in diesem Leben und Krankheiten als selbstverschuldetes, sinnhaftes Schicksal und natürlich auch die kleinen Seelen der Neugeborenen, die sich die Eltern aussuchen und wenn die dann halt Missbrauch oder Armut brauchen, dann gehen sie halt dahin, wo sie das kriegen, um ihre karmische Schuld auszutilgen, die sie denn mitgenommen haben von den Versündigungen ihrer vorherigen Leben, an die sie sich selber gar nicht erinnern können. Und das ist halt das wirklich Üble an der Geschichte. Dass ich dem Kind aufbürde, du bist nicht nur schuld dran, dass deine Eltern jetzt irgendwas tun, das sie nicht tun sollen mit dir oder dass dir schlecht geht, sondern du hast es dir auch noch ausgesucht, du brauchst das so. Also ich finde das ganz, ganz heftig.
Aber manifestiert sich das nicht auch in dem Text von dem Glaubensbekenntnis, dass es da auch wieder mehrfach drum geht, die Sünde abzulegen und so weiter, so Erbsünde technisch? Da könnte ich mal, also es geht öfters um die Sündenkrankheit. Ja, die Krankheit der Sünden, die wird, glaube ich, 2- oder 3-mal erwähnt, alleine im Glaubensbekenntnis, die Überwindung der Sündenkrankheit zum Fortbestehen der Menschenwesen. Ja, das wäre jetzt nochmal spannend, da tatsächlich jemand aus der Christengemeinschaft, der aktiv zum Beispiel Priesterin oder Priester ist, da zu fragen. Aber also der Sündenbegriff ist sehr schwierig und der wird auch ganz unterschiedlich gedeutet. Für mich, ich komme ja aus einer christlichen Tradition, ich würde das so verstehen, deswegen stoße ich mich auch nicht so dran vielleicht. Das ist eben das, was wir Menschen haben, wenn man auf die Realität schaut, wir können uns gar nicht komplett korrekt verhalten. Also wenn wir leben, dann hinterlassen wir Spuren, die irgendwo negative Auswirkungen haben. Punkt. Und das verstehe ich so ein bisschen als das ist für mich so dieses Sünde heute gedacht sozusagen. Also dass ich sage, ich kann mich noch so gut anstrengen, wenn ich Klamotten kaufe, dann werden dafür irgendwelche Menschen ausgebeutet oder so, als plattes Beispiel. Und ich kann gar nicht so leben. Ich kann danach streben, möglichst gut zu leben, aber ich werde es nie schaffen, perfekt zu sein. Und das ist für mich der Kern dieses Sündengedankens sozusagen, wenn man diesen alten Begriff mal benutzen will. Deswegen habe ich jetzt tatsächlich müsste ich mich mal reindenken, wie das jetzt in diesem Glaubensbekenntnis so gemeint sein könnte. Aber das wäre total spannend, da jetzt jemand zu hören, Priesterin oder Priester aus der Christengemeinschaft. Ja. Das wäre sicherlich ganz toll. Ich muss sagen, ich bin viel von AnthroposophInnen angegangen worden, aber noch nie so hart wie von Mitgliedern der Christengemeinschaft. Das uferte in 0, nichts massiv aus und das war ganz brutal. Da möchte ich auch gerne mit was für, also gerade mit erstmal Kritik an der Anthroposophie. Ja, Kritik an der Anthroposophie zum Beispiel ist ja mein persönliches Thema und dass es keine Intersubjektivität gibt für die ganzen Erkenntnisse und die sich dann noch Wissenschaft nennt und solche Kritik verbietet sich innerhalb der Anthroposophie schon mal generell. Denn was der Meister geschaut hat, ist ewige Wahrheit. Und die von der Christengemeinschaft können es noch weniger ab als alle anderen, als die Mediziner und als die Waldorfs oder die Bauern. Das ist interessant, ja. Die gehen richtig steil. Und ich erinnere mich, dass es in der Pandemie überall in der Anthroposophie große Querdenkenbestrebungen gab, Anti-Corona-Maßnahmen, Demos an den Waldorfschulen, Maskenatteste und so weiter. In der Medizin hat es geknallt und überall eigentlich Demeter hatte einen kleinen Querdenker-Skandal. Und dann kam die Christengemeinschaft, wo die Bremer Christengemeinschaft, von der wir gerade gehört hatten, dass die nach Körperschaftsrecht arbeiten darf, die haben geschrieben, zur Covid-Pandemie, wir wissen hinter den Menschen satanische Inspiratoren. Also wieder klassischer Steiner, klassischer Gut-Böse-Dualismus. Ja, sie haben ihre Erzengel. Auf der anderen Seite ist zum Beispiel die Technik als das Böse oder Ahriman der Dämon und so weiter. Und bei Corona war es dann genauso. Dann sprach man über Transhumanismus. Der Mensch solle sich ja bald auflösen und in Computern abgespeichert werden. Und verbreiteter Verschwörungsmythen und empfahl dann, das Buch doch mal The Great Reset zu lesen, also was so in Richtung neue Weltordnung und so weiter geht. So haben also Teile der Christengemeinschaft auf die Pandemie reagiert. Und dann, ganz lustig fand ich noch, aber sie tun uns jetzt bestimmt als Verschwörungstheoretiker ab, aber das ist ja nur ein Begriff, den die CIA 1967 erfunden hat, um die Kritiker zu diskreditieren. Also auch da wie in allen Lagern war das Querdenken sehr stark, ja. Da möchte ich jetzt auch noch mal kurz eingreifen. Dieser Gedanke, dass die Dämonen hinter irgendwem stehen und ihn lenken, da hat man natürlich auch wieder ganz heftigen Antisemitismus drinnen. Mhm. Mit den geheimen Mächten, die lenkend eingreifen, sollte man auch nicht vergessen. Ja. Ja, da ist man schnell mit einem Bein im Antisemitismus, richtig. Es ist ja auch die Christengemeinschaft traditionell, da können wir vielleicht jetzt nicht näher drauf eingehen, aber auch in ihrer Geschichte durchaus aufgefallen. Wir hatten es vorhin von Rittelmeier, dem ersten Erzoberlenker, der dann im Ersten Weltkrieg in den Schützengräben gepredigt hat und Kriegsflugblätter verteilt hat und einfach kriegsbegeistert war und so. Also ich finde auch die Christengemeinschaft in meiner Erinnerung nochmal sehr viel konservativer als zum Beispiel die Waldorfschule, viel steifer und verschrobener, ganz viele alte Männer, die so erzanthroposophisch
wenig weltoffen, überhaupt wenig Berührung mit Welt so sind. Ganz im Geistigen, kein Materialismus, nur Geistiges. Ja. Und also auch nochmal so verengt, finde ich, so von der eigenen Perspektive, was man so erlebt, was man so kennt und was man sich selbst auch erlaubt, vielleicht an Freude und Spaß im Leben. Da geht es ja auch ganz viel um Selbsterziehung wieder. Ja. Und das wundert mich irgendwie nicht, dass das solche Auswüchse hat. Es ist schwierig mit Rittelmeier als Figur, der sich in Teilen beim Nationalsozialismus angebiedert hat. Ganz bekannte Figur wäre vielleicht noch der Werner Georg Haverbeck, selber ein Altnazi, hat ein rechtsextremes Schulungszentrum geleitet, das Collegium Humanum, und war selber Priester für nicht nur NS-Funktionär, sondern auch Priester für die Christengemeinschaft, Vertrauter von Rudolf Hess. Und ganz schwierig. Ich glaube, der Hintergrund war so, dass die Christengemeinschaft ihn dann ausgeschlossen hat wegen linker Bestrebungen. Irgendwann und dann wieder reingeholt hat. Also da gab's eine Zahl von sehr, sehr kritischen Personen auch in der Christengemeinschaft, Narzissten, Nazis, merkwürdige Menschen, die dann aber, die weder kritisch gesehen wurden, noch deren Wirken bis heute so richtig aufgearbeitet scheint. Das wollte ich gerade fragen. Das ist ja natürlich die entscheidende Frage, wie man damit umgeht, weil diese Personen gab es ja in vielen Gruppen zu der Zeit. Also die entscheidende Frage ist, wie geht man heute damit um? Aber das bin ich jetzt auch überfragt zu sagen, wenn du sagst, es ist noch nicht aufgearbeitet, wäre natürlich mal. Also es scheint mir noch nicht aufgearbeitet. Wahrscheinlich kommt in den Kommentaren früher oder später irgendein Werk eines Anthroposophen, der sagt, dass die Anthroposophie auch nicht rassistisch sei und das alles gar nicht stimmt. Ja. Aber dann freue ich mich, dann habe ich auch Erkenntnisgewinn. Falls es da Untersuchungen gibt, bitte darauf hinweisen in den Kommentaren. Ja. Dann wäre das ganz prima. Nochmal zu dem, was Emma erzählt hat. Also spannend auch deswegen, weil die Christengemeinschaft ja tatsächlich vor der evangelischen Kirche auch zum Beispiel die Priesterinnenweihe erlaubt hat. Gut, Weihe gibt es evangelisch sowieso nicht, aber bevor es evangelisch ist, überhaupt Pfarrerinnen gab, also es gab es von Anfang an bei der Christengemeinschaft, ja. Also da war man schon fortschrittlicher als die großen Kirchen sozusagen. Das war dann wahrscheinlich auch dieser Impuls der Erneuerung, den man da ein bisschen mitgeben wollte vielleicht aus dem Selbstverständnis raus. Und zum anderen kam mir der Gedanke, natürlich zieht so ein ganz steifer Ritus, der auch fest ist, eine bestimmten Schlag von Menschen vielleicht auch an. Wäre jetzt mal ganz so laienhaft gesprochen oder ganz so von außen gesprochen. Natürlich muss man das auch gut finden oder sich da auch irgendwie wohlfühlen und das tut eben nicht jeder. Aber manche Menschen finden das eben, also wenn ich mir angucke, wer so in der evangelischen Kirche eher diese ganz steifen Liturgien gut findet oder in der katholischen Kirche, dann sind das eben auch die, von denen du gerade gesprochen hast. Ja, also klar, wie gesagt, das war bei meiner Mutter ja ganz definitiv so, dass sie sich einfach auch mit diesem Ritus, sie hat immer gemeint, das ist so ein bisschen wie so eine Umarmung, wenn du genau weißt, was passiert. Ja. Für mich hatte das immer was von einer Einengung. Deswegen wollte ich auch definitiv dort nicht freiwillig in die Kirche gehen. Also ich habe diese Sonntagshandlung halt mitgemacht, weil es hat halt dazugehört. Meine Mama ist in die Kirche gegangen. Die meisten Leute, die ich kannte, sind irgendwie sonntags in die Kirche gegangen. Wir sind halt in eine andere gegangen. Also das war jetzt nicht tragisch. Aber für mich war das, ich habe das als sehr einengend empfunden, diesen Ritus. Und für mich war das eben völlig klar, dass ich dann sage, so eben bevor es zur Konfirmation ging und alle haben dann also angefangen, sich vorzubereiten und ich habe gesagt, nein, ich will das nicht, ich möchte nicht in der Christengemeinschaft konfirmiert werden. Und nachdem das dort sehr, sehr freiwillig ist, dass man eben, wenn man alt genug ist, dort freiwillig aufgenommen wird, war das meiner Religionslehrerin auch tatsächlich wichtig, das auch meiner Mutter zu vermitteln, okay, wenn sie das nicht will, dann muss sie das auch nicht. Das war, glaube ich, das eine Mal, dass ich mich erinnern kann, dass jemand aus der Waldorfschule auf meiner Seite gegen meine Mutter war. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt gehabt vorher und nachher auch nie wieder. Ich bin tatsächlich dann auch eben in der Kirche vom Vater meiner Freundin dort konfirmiert worden. Ich habe den Gottesdienst dort als sehr befreiend empfunden. Und das war für mich tatsächlich der Anfang vom Ende der Anthroposophie in meinem Leben. Weil das für mich der große Ausstieg aus dem ganzen System Waldorf und Anthroposophie war. Meine Mutter ist mir dann gefolgt. Die ist dann auch ausgetreten aus der Christengemeinschaft.
Und ihr wurde damals dann noch erklärt, sie mache der geistigen Welt gegenüber einen großen Fehler. Aber ansonsten haben sie auch einfach ziehen lassen. Ja, das finde ich nochmal total spannend zu hören, weil das natürlich auch ein Marker ist bei diesen problematischen Gemeinschaften, die ich mir oft angucke. Wie geht man damit um, wenn Menschen sagen, ich will nicht mehr? Ja. Ich finde die Christengemeinschaft da recht freilassend, ist jetzt nur mein Erleben. Mag sicher andere auch geben. Also weder wird sehr stark missioniert, noch hat man so ein riesen Sendungsbewusstsein, noch, die Konfirmation, da gab es auch welche aus dem Christengemeinschaftsreligionsunterricht, die das nicht machen wollten. Das war auch total okay. Man darf auch gehen. So habe ich das schon erlebt. Ich glaube, ich bin auch im Christengemeinschaftsreligionsunterricht geblieben. Aber da kann ich mich ganz ehrlich nicht fix dran erinnern, ob ich das letzte Jahr dann evangelischen Religionsunterricht besucht habe, dass ich an der Schule war. Ich glaube, es war weiterhin der Christengemeinschaftsunterricht. Also das war nicht schlimm. Das fand niemand tragisch. Und wir hatten auch nachher nie irgendwie dann, Ärger mit denen oder so. Wir haben uns weiterhin ganz normal mit Leuten getroffen, die noch in der Christengemeinschaft waren. Also da gab's gar nichts, dass man sagt, das ist jetzt, man ist irgendwie geächtet oder man darf nicht aussteigen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Haltung ist, wir wissen es halt schon besser, aber das müssen jetzt auch nicht alle einsehen. Also man hat schon, glaube ich, das Gefühl, dass es jetzt die Religion, die eigentlich die beste wäre, aber ohne dass es damit einhergeht, dass jetzt alle die haben sollen, wie es in der Pädagogik ja schon ist, in der Waldorfpädagogik. Ja. Es ist auch ein bisschen dieses typische, du bist eben noch nicht so weit. Also wenn du jetzt nicht zu uns findest, dann bist du eben geistig, seelisch noch nicht so weit, um das zu verstehen. Also ich habe den Eindruck gehabt, das ist schon ein bisschen ein überhebliches, du verstehst das halt noch nicht dabei, aber es hat nie irgendwen aufgehalten. Und ich kenne auch niemanden, der damit Ärger hatte, dass er ausgestiegen ist. Also dahingehend sicher nicht tragisch. Ja, sehr spannend. Ich habe inzwischen übrigens gesehen, dass es bei den 45 GründerInnen der Christengemeinschaft wohl auch 3-4 Frauen gab. Also es sieht zwar auf dem Foto nach einem reinen Männerverein aus, aber auf den zweiten Blick durften dort auch die Frauen mittun, was ich ja immer ganz gut finde. Ich glaube, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal zu der Zeit gewesen wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Also das war, die evangelische Kirche hat irgendwie, gut, es gibt ja mehrere evangelische Kirchen in Deutschland, aber also bis in die 70er, 80er Jahre rein gab es da noch, oder sogar noch später, ich weiß es gar nicht, Kirchen, in denen Frauen keine Pfarrerinnen werden durften. Also weit, weit später. Ja klar, und wenn das dort gleich Gründungsmitglieder waren, dann haben sie es halt von Anfang an wahrscheinlich gehabt. Genau, das war von Anfang an so, ja. Konnten die schon die Priesterinnenweihe empfangen. Ich habe es schon als eine, das will ich jetzt doch nochmal sagen, zutiefst heteronormative Kirche erlebt. Also der Pfarrer, mit dem ich dann mehr zu tun hatte als Erwachsene, der hat auch Paarberatung gemacht. Da ging es sehr viel um das Wesen des Mannes und das Wesen der Frau und wie sie sich ergänzen und so weiter. Sarah, hast du dazu auch noch was? Nee, ich musste nur gerade bei heteronormativ auch noch an eine Geschichte denken. Es gab ja immer diese Weihnachts- und Osterspiele und Aufführungen in der Christengemeinschaft. Und meine Mutter wollte unbedingt mitmachen. Und ihr wurde damals erklärt, sie dürfe nicht mitmachen, weil sie nicht aussieht wie ein Engel. Und die Engel mussten alle weiblich gut aussehend, groß und blond sein. Dürfen nicht dick sein. Also da muss nicht. Nee, also meine Mama, eine kleine, dicke, rothaarige Engelin mit kurzen Haaren, das durfte auf keinen Fall sein. Ja. Aber das war so, also jetzt nicht nur heteronormativ, sondern auch noch zu diesem Schritt darüber hinausgehen. Man weiß ja ganz genau, wie Engel aussehen und exakt so müssen sie dann auch aussehen. Es wäre nie angegangen, dass da eine Frau den Erzengel Michael spielt oder so. Ja, also der musste zwar auch groß sein und blond und der war auch langhaarig bei uns. Aber das durfte dann halt keine Frau sein. Also das war sehr, sehr streng geregelt und putzen durfte sie aber in der Kirche. Klar. Das war erlaubt. Ich dachte, Engel sind manchmal auch so Wolken aus 1000 Augen oder so Figuren mit 4 Gesichtern in alle Richtungen eins und so eins hatten sie gerade nicht da. Also musste es der Rauschgold-Engel sein aus der Weihnachtswerbung. Ein kleines blondes Mädchen. Ja. Ja, die Stereotype, unglaublich. die höre ich auch öfter.
Gut, also wir haben im Grunde eine christlich orientierte, anthroposophisch inspirierte Kirche, die doch in wesentlichen Punkten die Dinge anders macht. Jetzt haben wir es gehört ganz am Anfang in der Taufe oder auch bei den entsprechenden Handlungen. Es wird nicht die Trinität angerufen. Es werden verschiedene Dinge einfach grundsätzlich anders gemacht. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, wie man jetzt ich glaube, ich habe was gelesen von Christus als Sonnengott und Hinduismus und Christentum so vermixen kann, dass da hinterher noch eine verdauliche Mischung bei rauskommt, wo den Leuten auch nicht das Krude vorkommt, dass man doch von christlichen Prinzipien komplett abweicht. Oder kommt dir das gar nicht so weit weg vor, Fabian? Doch, ich hatte es ja schon angedeutet vorhin bei der Inkarnation von Christus zum Beispiel. Also ich kann dem ja auch nicht folgen. Deswegen bin ich ja auch nicht Teil der Christengemeinschaft, weil ich da schon auch viele Diskrepanzen sehe und also gerade auch um es mal noch an einem anderen Punkt deutlich zu machen, das Verständnis vom Kreuzestod von Jesus zum Beispiel, der ja durch seinen Tod das Menschheitskarma aufgelöst haben soll, glaubt man zumindest in der Anthroposophie und dann eben entsprechend auch ist davon auszugehen, auch in der Christengemeinschaft. Und ja, also tue ich mir auch damit schwer, weil das Problem ist, du findest auch jetzt keine offiziellen Lehrtexte oder so von der Christengemeinschaft. Das ist ja das, was wir vorhin auch schon mal hatten. Es gibt ja keine offizielle Lehre, sondern es gibt diesen Kultus, der ist fix, der ist von Steiner offenbart. Übrigens auch ganz spannend, da habe ich einen Text gelesen von einem Anthroposophen, beziehungsweise auch von einem, tatsächlich war der, weiß nicht, ob das sogar mal Erzoberlenker war bei der Christengemeinschaft, Priester und Leiter der Freien Hochschule der Christengemeinschaft in Stuttgart war er. Und er hat Priesterseminar, ne? Priesterseminar, Entschuldigung, ja. Freie Hochschule der Christengemeinschaft steht bei mir in meinem Skript. Ah, okay. Also in Stuttgart ist auch das Priesterseminar. Ich dachte, du meintest wahrscheinlich ist das auch, vielleicht ist es auch das Gleiche, ich weiß es nicht. Das müssen wir nochmal nachgucken. Jedenfalls fand ich ganz spannend, dass er so diese Gründungsgeschichte der Christengemeinschaft verglichen hat mit dem geschichtlichen oder mit dem Ereignis, als Mose, wie im Alten Testament erzählt wird, die 10 Gebote und den israelischen Kultus begründet sozusagen. Ja. Und das fand ich nochmal ganz spannend, weil dann ja, ich meine, er hat es ja noch mal ein bisschen relativiert nachher. Er hat gesagt, natürlich kann man es nicht 1:1 übertragen, aber trotzdem steht dieser Vergleich, der da irgendwie sagt, also Mose ist irgendwie Steiner sozusagen. Also er hat den Vergleich auf 3 Ebenen gezogen. Zum einen der Vorbild des Kultus ist in der geistigen Welt, wie Mose die 10 Gebote vom Berg Sinai runterbringt. Das ist das, was Steiner holt, das aus der Akasha-Chronik sozusagen, den Kultus der Christengemeinschaft. Dann eben diese Person des Eingeweihten, also Mose beziehungsweise Steiner, die dann diese Verbindung schaffen zwischen der geistigen Welt und das in die irdische Welt holen. Und zum Dritten, ganz spannend, Steiner war ja nie Mitglied der Christengemeinschaft. Und dann zieht er eine weitere Parallele und sagt, Mose hat auch nie den Kultus ausgeübt, sondern er hat das an seinen Bruder Aaron übergeben, der so diese Priesterschaft begründet hat, das Priestertum. Und da zieht er dann noch eine weitere Parallele. Und das fand ich auch nochmal irgendwie total interessant, das so zu lesen. Also und ich finde es auch, ja, irgendwie zeigt das auch was über das Selbstbild an, dass man so diese wirklich sich auf eine Stufe stellt mit dieser Begründung des Judentums. Das klingt nach maximaler Selbstüberhöhung, ja. Und ich hörte schon, dass Steiner hat den Computer vorausgesehen und er hat die Quantentheorie erfunden. Und alles Tolle hat er schon gewusst. Und da braucht man wirklich einige geistige, ich sag mal, Vollbremsen und Abkürzungen muss man nehmen, um da zu dem Ergebnis zu kommen. Dass er zum Beispiel jetzt Einstein vorausgenommen hätte oder sonst irgendwas Tolles. Aber das ist eine ganz, ganz große Überhöhung. Sehr faszinierend. Ja, und letztlich zeigt es auch nochmal diese Rolle des Kultus und warum es auch, warum es vielleicht auch so schwer ist jetzt über konkrete Lehrsachen. Also ich habe auch ein paar Texte dann gelesen von evangelischen Theologen, die sich versuchen mit der Christengemeinschaft, es gibt da einen ganzen Band drüber, der heißt Die Christlichkeit der Christengemeinschaft. Das genau mit der Frage auseinandersetzt, was ist da eigentlich, wie christlich ist das Ganze? Also die Frage, die du gestellt hast, wie kann man das zusammenbringen? Und die sind sich auch uneinig, weil auch keiner so richtig sagen kann, was glauben die eigentlich? Und natürlich das ist ganz schwierig, die Anthroposophie ist so der Hintergrund und einer dieser Theologen, der dann
der sagt halt, gut, ich gucke mir die Anthroposophie an, weil von der Christengemeinschaft habe ich nichts. Nee, das fand es ich gibt ganz auch lustig nicht zu viel. lesen. Er sagt, ich muss mir angucken, was glaubt die Anthroposophie. Und da sind natürlich viele Dinge, die mit dem Christentum einfach meiner Ansicht nach auch nicht vereinbar sind und auch die sich da vehement widersprechen teilweise. Und ja, also das Ganze ist sehr schwierig und nicht so einfach. Wir haben an anderer Stelle schon darauf hingewiesen, dass es laut Rudolf Steiner ja auch zweimal den Jesus gab. Ja, genau. Es gab ja 2 Jesuskinder, genau. Und es hatte aber auch in der Christengemeinschaft wird es auch mit eingebaut, dass er nur mal kurz für 3 Jahre auf der Erde inkarniert war als Jesus von Nazareth und damit er seinen irdischen Tod noch mitnehmen konnte. Hat er da kurz reingeschaut und es ist auch nicht so, dass Jesus dann in der Form wiederkommt oder als Person wiederkehren würde, sondern die Wiederkunft Christi soll sich schleichend vollziehen und er kommt quasi als ätherischer, als astraler und kosmischer Christus zu uns. Wahrscheinlich brauchen wir da wieder die Menschen, die das deuten können, damit wir das auch merken, wenn er da ist. Ja, da spielt wahrscheinlich wieder dieser Evolutionsgedanke auf der spirituellen Ebene auch eine Rolle. Ja, weil es ist schon so, also wenn wir das höchste Ziel der Evolution erreicht haben, dann ist ja quasi die Auflösung des Materiellen und die reine geistige Existenz des Menschen das Ziel. Ob man dann eine Art Gott oder eine Art Engelwesen ist, das wird nicht so klar umrissen, ist auch egal. Aber da geht die Reise hin für uns alle. Laut Rudolf. Wobei uns das schon jedes Mal dann auch verkauft wurde, zumindest jetzt bei mir im Religionsunterricht, dass das ja doch alles eigentlich christlich gemeint ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, eben diese Geschichte mit Jesus als Sonnengott, das definitiv bei uns vorgekommen ist, dann wurde natürlich hingewiesen auf ein Ja, aber der sagt ja auch, das ist, ich bin das Licht der Welt und dadurch ist es ja quasi der Sonnengott. Also uns wurde das ganz viel auch dann so erklärt, in Anführungszeichen, dass es dann als 9, 10, 11-Jährige schon irgendwie Sinn ergeben hat, was die uns da sagen. Und da bin ich jetzt im Nachhinein irgendwie ziemlich grantig mal wieder, ja, so wie eigentlich, glaube ich, jede Episode, wenn ich über irgendwas nachdenke, dass wir da so komische Pseudo-Erklärungen für irgendwas bekommen haben und eigentlich haben sie gemacht, was sie wollten und ich bis heute eigentlich den Sinn dieser Sachen kaum verstehe oder überhaupt nur beginne zu verstehen, weil es ist ja allgemein bei der Anthroposophie, wie ich jetzt immer wieder feststelle, was auch immer sie tun mit uns als Schülern und Schülerinnen, sie wollen irgendwas bewirken. Na klar. Ja, sei das jetzt, dass wir besser inkarniert werden oder dass sich der Astralleib ordentlich entwickelt oder. Und sie wollen es nicht erklären. Sie wollen, dass du es aber trotzdem aus eigenen Willen akzeptierst. Genau. Also und da bin ich jetzt inzwischen eben, wie gesagt, ich bin ziemlich grantig und ich glaube, dass da auch bei der Christengemeinschaft sehr viel dahinter steckt, dieser Händedruck, dieses in die Augen schauen, dieses ich will den Gottesgeist suchen, dass sie da eigentlich was versuchen zu bewirken, mir erschließt sich nicht was, aber irgendwo, ich fühle mich so manipuliert. Mhm. Ja, kann man als Mensch überhaupt frei sich zu einer Religion bekennen oder die für sich auswählen, wenn einem die Hintergründe gar nicht klar gemacht werden oder wenn einem die eigentliche Lehre ein Rätsel ist oder auch bleiben soll, bis man irgendwann auf der Erkenntnisstufe sei, dass man das dann erfahren dürfte. Da hätte ich auf dem Weg dahin schon keine Lust mehr wahrscheinlich, weil ich dann gar nicht weiß, ja, was habe ich denn davon, dass ich bei eurem Verein mitmache? Das ist diese große Geheimniskrämerei. Eine geistige Welt. Also ich nehme schon an, dass man intern da seine Unterlagen hat oder auch seine Erkenntnisse gewinnt. Nach außen hin ist es alles sehr intransparent, undurchsichtig, macht ein bisschen wieder den Eindruck dieser Knopf-Hoff-Show, große Kultushandlung, große Show, große Worte. Dahinter im Endeffekt dann doch nur noch Steiner mit seinen schwer verständlichen Bandwurmsätzen, die man gar nicht gepasst kriegt im Kopf. Auch mir ging das wieder so und es war nur das Glaubensbekenntnis, dass die anthroposophische Sprache da mit Absicht die Menschen verwirrt, meiner Meinung nach, damit sie ihre eigene Verwirrung als mangelnde spirituelle Erkenntnis interpretieren dürfen und sagen, ach, das waren schlaue Worte, aber ich habe es nicht verstanden, ich bin vielleicht noch nicht so weit. Aber das ist auch das, was ich sagen würde, dass ich davon hatte, also mein Gefühl, was habe ich davon? Das war so ein Gefühl von, das ist Geheimwissen, zu dem ich jetzt Einblicke kriege und Zugang kriege. Die wissen da irgendwas, das wissen andere nicht und das kann man jetzt auch noch nicht so verstehen. Irgendwann werde ich das verstehen und je mehr ich mich bemühe, daran zu glauben, desto besser. Und
ja, hat funktioniert bei mir auf jeden Fall. Also ich würde dir auch da widersprechen, Olli, mit diesem, dass man dann selber glaubt, man versteht's nicht. Denn diese anthroposophische Sprache, wenn man da so tief drinnen ist, wie man das ist als Schülerin oder als Schüler, du glaubst dann, dass du es verstehst. Du verstehst es nicht, weil es nichts bedeutet, wenn da jemand von der Weltenwandlung und was weiß ich was redet. Aber du glaubst schon, dass du es verstehst oder dass es zumindest im Rahmen des Möglichen ist, dass du es ganz bald verstehst. Das stimmt. Da würde ich das auch nochmal revidieren, was ich gerade gesagt habe. Du hast schon recht. Ich wusste, dass wir damals immer gesagt haben, Steiner, das verstehen die Leute nicht, aber wir schon. Wenn da jetzt steht Weltengrund in diesem Glaubensbekenntnis, ist bei mir sofort dieser Klick im Kopf. Ja, das heißt Gott zum Beispiel. Aber das ist eben anders gedacht. Das heißt Weltengrund extra, weil man stellt sich Gott anders vor. Es ist wichtig, dass es so heißt. Das ist alles drin, ja. Also, dass man zumindest glaubt, dass man versteht, was da gemeint ist. Oder dass man es eben bald verstehen könnte. Und ich gebe dir aber völlig recht mit diesem Geheimwissen. Man hat schon den Eindruck, also in der Sonntagshandlung jetzt noch nicht so sehr, wie vielleicht später in der Menschenweihehandlung. Man ist da schon in dem elitären Club und die wissen was und die haben mehr verstanden. Und wenn ich mich ganz doll bemühe und den Gottesgeist suche, dann bin ich da auch bald dabei. Ich hatte da nur keine Lust mehr drauf, weil es wirklich weil ich das als sehr einengendes Korsett empfunden habe. Aber ganz prinzipiell hatte ich schon den Eindruck, ich als 12-Jährige hatte den Eindruck, ich bin da eingeweiht. Also so ein bisschen Zauberflötenmäßig eine von den Eingeweihten. Ja, dann hat die Anthroposophie ihre Aufgabe richtig gemacht. Die Weitergabe von Geheimwissen, vom Geheimwissen-Experten zum Geheimschüler. Und dann ist es so eine Art stille Post und vielleicht sogar auch eine subtile Manipulation dann oftmals. Denn was du wissen darfst, entscheide ich. Und das finde ich immer schon ganz, ganz schwierig. So als Grundkonzept. Ja, sehr super interessant. Wir könnten wahrscheinlich noch ewig drüber sprechen. Wir haben sicherlich auch noch einige Themen am Rande rausgelassen oder nicht bearbeiten können, weil es einfach sonst zu viel wird und zu vielschichtig. Das ist ja auch der Grundproblem in der Anthroposophie, dass die sich wiederum aus vielen Einflüssen und Weltanschauungen zusammensetzt. Und wie das jetzt nochmal im Verhältnis ist der Lehre der Christengemeinschaft zur Anthroposophie und dann auch noch zu christlichen Religionen, das würde jetzt vielleicht ein bisschen sehr, sehr weit führen. Wir wollen aber trotzdem nicht vergessen, unser Sendungsritual zu machen, dass wir ein Fazit ziehen zu unserem Thema. Und das würde ich auch diesmal sehr, sehr gerne machen. Zuallererst mit der Emma und der Sarah, und unser Gast hat wie immer das letzte Wort bei uns. Was würden wir uns denn wünschen vom Themenkomplex die Christengemeinschaft, Rudolf Steiners Anthroposophische Kirche? Können wir da überhaupt einen Wunsch formulieren? Ich habe da einen Wunsch, der macht schon nochmal ein Thema auf, das wir nicht besprochen haben. Ich versuche das aber möglichst kurz zu formulieren und ich möchte es auch behutsam formulieren, damit wir das auf jeden Fall senden können. Es gibt ja im Moment eine starke öffentliche Auseinandersetzung mit Fällen von Gewalt gegen Kinder in der katholischen Kirche. Und ich sage einfach mal so, es gibt ja erstmal keinen Grund davon auszugehen, dass in der Kirche Christengemeinschaft sowas nie vorgekommen ist oder nicht vorkommt. Und da wünsche ich mir ganz dringend einen Blick drauf, also Aufklärung, Unterstützung für Betroffene und Aufarbeitung. Wow, das ist ein toller Wunsch. Vielen Dank. Ich hoffe, das wird passieren. Ich wünsche mir aber noch was anderes. Ich wünsche mir was von der Waldorfschule. Und zwar wünsche ich mir, aber hat mit dem Themenkomplex zu tun, ich wünsche mir, dass dieser freichristliche Unterricht, dass klar kommuniziert wird, was das ist. Ich möchte, dass ihr, wenn ihr alle Schüler in einen christlichen Unterricht stecken wollt, das auch so sagt und dass jedem Elternteil mit anderer Religion völlig klar ist, was das ist, dass die Kinder da besuchen. Und dass ihr niemanden austrickst und versucht, ihn übers Hintertürchen christlich zu erziehen. Okay, wo ja eigentlich die Anthroposophie bzw. die Waldorfschule von sich behauptet, sie sei keine religiöse Schule. Und sie sei weltanschaulich neutral. Genau. Sehr spannend. Steht doch dazu.
Sehr spannend. Dann würde ich zum Abschluss unseren lieben Gast Fabian Meisenhölder bitten, was hast du für einen Wunsch für die Zukunft oder für eine Idee, was sich verbessern ließe? Das finde ich jetzt eine extrem schwierige Frage mit Blick auf die Christengemeinschaft, weil ich ja selber auch nicht drin war und da keine persönlichen Erfahrungen habe. Ja, also ich würde mir als außenstehender Beobachter vielleicht ein bisschen mehr wünschen, zu erkennen, was dahinter steckt, was geglaubt wird, sozusagen, richtig? Also ich weiß, es ist irgendwie inhärent in der Christengemeinschaft, dass das nicht so, dass die das nicht wollen oder dass es nicht geht, aber ich fände es, um damit von außen umzugehen, also wenn ich mir so angucke, ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt und habe mir da mal ein bisschen was gegoogelt, es bleibt einfach sehr vage und ich finde es extrem schwer zu durchschauen und ich fände ganz naiv, frommer Wunsch, eine Seite dafür stehen wir, Doppelpunkt. Keine Ahnung, würde mir schon helfen, das einzuordnen, weil ich finde, es ist immer schwierig, wenn man sich mit Religionsgemeinschaften beschäftigt und man muss erstmal 100 Seiten lesen, bis man überhaupt mal eine Ahnung davon hat, was es ist oder was es sein könnte. Ja, und das finde ich eben sehr schwer einzuordnen. Also klar, ich habe tatsächlich auch noch ein Gespräch auf dem Zettel mit einer Priesterin von der Christengemeinschaft, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Klarheit, was das angeht. Ihr werde ich die Frage auch stellen, wofür steht ihr eigentlich sozusagen, aber ich finde es ein bisschen schwer zu erkennen, so von außen. Und wenn ich einen Wunsch formulieren würde, dann wäre es vielleicht das. Sehr schön, das stimmt. Ja, das ist wirklich schwer rauszukriegen, selbst wenn man auf den offiziellen Broschüren schaut oder selbst auf die Webseiten, dann sieht man auch nur, wir wollen religiöse Erneuerung, aber was das wirklich im Einzelnen heißen soll, das wissen wir nicht. Sehr schade. Aber vielleicht, ich sehe, du bist auch weiter am Thema dran und weiter am Thema interessiert und vielleicht kommen wir da in der einen oder anderen Form ja nochmal zusammen beim Thema Christengemeinschaft. Super. Ja, dann sage ich herzlichen Dank, Fabian, für deine Zeit und deine Expertise und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen, die sich für unser Thema interessieren. Schreibt uns auch zu dieser Folge gerne wieder eure Ideen, eure Fragen, eure Kritik zur Sendung. Und ihr wisst ja, wenn ihr uns eine ganz große Freude machen wollt, dann hinterlasst doch bitte eine Bewertung für unseren Podcast dort, wo ihr ihn gefunden habt. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Und damit es nicht bei dem aus dem Zusammenhang gerissenen Zitat bleibt, hier die Langversion. Ein allmächtiges, geistig-physisches Gotteswesen ist der Daseinsgrund der Himmel und der Erde, das väterlich seinen Geschöpfen vorangeht. Christus, durch den die Menschen die Wiederbelebung des ersterbenden Erdendaseins erlangen, ist zu diesem Gotteswesen wie der in Ewigkeit geborene Sohn. In Jesus trat der Christus als Mensch in die Erdenwelt. Jesu Geburt auf Erden ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, der, um die Sündenkrankheit an dem Leiblichen der Menschheit geistig zu heilen, den Sohn der Maria zur Hülle des Christus bereitete. Der Christus Jesus hat unter Pontius Pilatus den Kreuzestod erlitten und ist in das Grab der Erde versenkt worden. Im Tode wurde er der Beistand der verstorbenen Seelen, die ihr göttliches Sein verloren hatten. Dann überwand er den Tod nach 3 Tagen. Er ist seit dieser Zeit der Herr der Himmelskräfte auf Erden und lebt als Vollführer der väterlichen Taten des Weltengrundes. Er wird einst sich vereinen zum Weltenvorgang mit denen, die er durch ihr Verhalten dem Tode der Materie entreißen kann. Durch ihn kann der heilende Geist wirken. Gemeinschaften, deren Glieder den Christus in sich fühlen, dürfen sich vereinigt fühlen in einer Kirche, der alle angehören, die die heilsbringende Macht des Christus empfinden. Sie dürfen hoffen auf die Überwindung der Sündenkrankheit, auf das Fortbestehen des Menschenwesens und auf ein Erhalten ihres für die Ewigkeit bestimmten Lebens. Ja, so sei es. Das war das Glaubensbekenntnis der Christengemeinschaft.